Gleichen Salär, das habe ich das ganze Jahr, gehe ich nach Kolumbien und da kann ich dann einfach auf Deutsch gesagt wirklich leben wie ein König. Wen das interessiert, wer hier einen Job braucht, können wir auch vermitteln, keine Steuern zahlen zu müssen. Und ich könnte das mit meinem Modell machen, das wäre kein Problem. Ja, und Tom erzählt uns, wie man, ich sage jetzt mal, digitaler Nomade ist. Tom arbeitet ja einen Teil der Zeit in der Schweiz, verdient hier sein Geld. Ich bin da eigentlich fast ein bisschen digitaler Nomade, oder? Ich arbeite 50% insgesamt. Das ist hier sehr wenig Geld, weil es halt nur ein 50% Pensum ist. Und hier lebe ich wirklich sehr sparsam. Ich kann nicht Skifahren gehen, ich gehe nicht in den Tennisclub, so wie ich das in Kolumbien mache. Und gehe dann mit dem gleichen Geld, mit dem gleichen Salär, das habe ich das ganze Jahr, gehe ich nach Kolumbien und da kann ich dann einfach auf Deutsch gesagt wirklich leben wie ein König. Ja, und ich muss schon sagen, das Modell, das ich momentan habe, hätte früher nicht funktioniert. Heute geht das und es gibt viele Arbeitgeber, die haben eben Fachkräftemangel und viele, die schreiben unterdessen auch 50% Pensen aus. Also ich habe ja früher bei PwC gearbeitet. Wollte eigentlich auch dieses Modell fahren. Das war 2016 und es wurde verneint. Es geht nicht. Ich bin auch überzeugt, heute geht das. Ja, und das ist sicher ein Modell. Ein anderes Modell ist voller digitale Nomade. Also ich habe aber zuvor auch online gearbeitet, nur in Kolumbien. Und da gibt es viele unterdessen auch Möglichkeiten. Es gibt gewisse Homepages, wo diese Jobs ausgeschrieben sind. Und gerade, ich sage mal, wer in IT arbeitet, wer in Finanz arbeitet, alles beratungsintensive, ich sage mal digitales Marketing, dann auch Texten, Unterrichten. Ich habe auch schon unterrichtet von Kolumbien in die Schweiz eigentlich, und da hat man die Möglichkeit, viel tiefere Rates anzubieten, als das hier alle machen, und durch das ist man natürlich attraktiv, oder? Also Unterrichten ist ganz sicher auch ein Thema und es gäbe noch weitere Möglichkeiten. Ich kenne mich da einigermaßen aus, ich habe es auch gemacht, im Online-Bereich war das, und da kommt man auch relativ schnell mal auf ein Einkommen, sage ich mal, von 2000 Euro, Dollar, was auch immer. Und dort hat man dann also schon ein sehr gutes ein Lebensstandard mit 2000 Euro, Dollar. Das reicht allemal. Und wir haben auch Möglichkeiten hier zu vermitteln für diejenigen, die das interessiert. Ich kenne mich da nach wie vor aus in diesem Bereich. Online ist das. Wen das interessiert, wer hier einen Job braucht, können wir auch vermitteln. Ich habe mich da sehr stark informiert bzw. informieren müssen, weil es gibt viele Fragen bezüglich Steuern, Sozialversicherung, Krankenkasse, Lebensmittelpunkt und Arbeitsrecht, oder? Und das ist nicht ganz ohne, ich kenne mich da aber in der Zwischenzeit gut aus. Roger natürlich dann für jene, die ganz in Kolumbien sein wollen, da kennt er sich hervorragend aus. Ich bin so ein bisschen das hybride Modell, sage ich mal. Und es gibt auch viele, die haben, gerade die digitalen Nomaden, die haben die Motivation, keine Steuern zahlen zu müssen. Und ich könnte das mit meinem Modell machen, das wäre kein Problem. Das ist einfach weniger als 180 Tage in Kolumbien. Also würde ich ausreisen, nach Panama gehen und ich hätte die Möglichkeit, gar keine Steuern mehr zahlen zu müssen. Ich hätte sie. Man zahlt nicht so viel, wie man das immer meint. Da gibt es viele Abzüge, Roger kennt sich da bestens aus. Ja, das ist insgesamt halt doch ziemlich kompliziert, das ganze Doppelbesteuerungsabkommen. Also das ist Steuer, dann muss man schauen, gibt es ein Sozialversicherungsabkommen. Hier in der Schweiz betrifft das AHV, ALV, IV. Dann ist noch für die Deutschen von besonderem Interesse oder wichtig zu wissen, es gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Wie es wirklich geht, oder wenn ihr hier Interesse habt, irgendwie digitaler Nomade zu werden, in Bezug auf Kolumbien oder Lateinamerika, dann kontaktiert uns einfach. Und weitergehende oder noch tiefere Informationen in Bezug auf Steuern, Visa und eben auch Arbeitsrecht, Finanzen, Firmengründungen. Ich erkläre wirklich Details, Checklisten etc. Geht auf meinen Kanal, er wird dann noch eingeblendet am Schluss, also bleibt dran. Das ist vielleicht ein Modell für viele, oder? Die sich jetzt auch beschweren, und ich sehe das auch teilweise bei der Arbeit, da kommen Junge auf mich zu und ich habe da ein Lebensmodell, das eigentlich viele wollen. Man muss sich einfach bewusst sein, eben in der Schweiz oder auch wahrscheinlich in Deutschland oder anderswo, in Amerika, da muss man wirklich sich einschränken. Also ein halbes Jahr so, ein halbes Jahr so. Ich weiß nicht, ob das jeder will, aber das ist ganz sicher ein Modell. Mir persönlich gefällt es, und das ist auch der ganze Stress, den ich jeweils hatte bei der Arbeit, weil ich nur noch 50% arbeite, weil ich auch nicht mehr nach Höherem strebe, nicht mehr im Konkurrenzdenken drin bin.
fällt mir die Arbeit sehr viel einfacher und der Druck ist viel, viel geringer als zuvor. Sprecht auch mal mit uns oder schreibt es in die Kommentare, fragt, welche Modelle ihr vielleicht denkt, könnten funktionieren in Kolumbien oder Lateinamerika. Ich lebe schon knapp 10 Jahre da und Tom hat auch über viele, viele Jahre viel Erfahrung gesammelt. Wir können sehr einschätzen, vielleicht was funktioniert. Der Fachkräftemangel hilft auch bei solchen Modellen, wie jetzt Tom hat, dass man eben Teilzeit arbeitet, gewisse Monate. Es gibt vielleicht auch in deinem Beruf so saisonale Peaks, wenn man dann da ist. Oder vielleicht eben, wenn man eher auf dem Bau arbeitet, im Sommer halt hier ist, wenn es schön ist. Tom ist in der Wirtschaftsprüfung, da ist man halt leider im Winter hier. Ja, mein Budget hier ist vielleicht, ich sag mal, ich versuche es möglichst tief zu halten, weil, weil es ist einfach teuer. Ich versuche es mit 30 Franken pro Tag. Aber selbstverständlich kann man in Kolumbien arbeiten und in Pesos verdienen. Wir haben das auch schon gemacht, Roger und ich. Wir hatten eine Beratungsfirma. Roger macht das teilweise ja immer noch. Du hast ja auch immer noch kolumbianische Firmen als Kunden. Das stimmt. Also wie gesagt, wir beraten aber halt Ausländer, also praktisch so eine Relocation, ein Auswanderungscoach bin ich eigentlich vom Beruf her und 90% sind schon ausländische Kunden und ich bin selbstständig, ich habe eine eigene Firma dort. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns und Kolumbien wartet auf euch. Schaut auf dem Kanal nach, gibt es tolle Reportagen, da seht ihr auch, wie toll Kolumbien ist. Vielleicht habt ihr es noch gar nicht auf dem Radar. Schaut unbedingt unseren Kanal, die Playlists sind wirklich empfehlenswert.